Du suchst für dein Reisemobil noch den perfekte Fahrradträger, weißt aber noch nicht genau, wo die Fahrräder hin sollen, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Als erste Variante stelle ich euch den klassischen Fahrradträger auf der Heckwand vor. Hier könnt ihr bis zu 4 Räder auf der Heckwand platzieren. Nur da müsst ihr aufpassen, es variiert von Hersteller zu Hersteller, wie viel Kilo auf der Heckwand maximal drauf sein dürfen. Deswegen kann man dort bei den E-Bikes, muss man da ein bisschen drauf achten. Beispielsweise Forster kann maximal nur 60 Kilo auf der Heckwand tragen. Wir verbauen jetzt hier den Carrybike Pro und der ist auch relativ simpel aufgebaut. Man hat hier 4 Schienen, wo man einfach sein Fahrrad drauf machen kann. Die werden auch ganz simpel installiert. Hier hat man einmal an den Schienen separat nochmal eine Schnalle. Die wird geöffnet, das Fahrrad wird draufgestellt und dann kann man ganz einfach das hier drunter machen und nochmal festdrehen und dann ist das Fahrrad auch sicher und stabil während der Fahrt. Allein nur an den Reifen. Man kann aber auch hier zusätzlich noch oben das einmal runterholen und kann auch nochmal separat die ganzen Räder speziell hier nochmal dran befestigen. Wichtig natürlich ist auch, wenn man einen Fahrradträger für 4 Räder hat und dann beispielsweise mal nur mit 2 Rädern fährt, dass man die Räder relativ weit innen platziert, damit das Gewicht besser verlagert wird. Es gibt bei vielen Reisemobilen schon eine vorgefertigte Möglichkeit, einen Fahrradträger zu installieren. Falls das bei deinem Reisemobil noch nicht der Fall ist, ist es auch kein Problem. Es gibt nämlich sogenannte Zusatzschienen, die man sich auch nochmal installieren kann, damit die Rückwand nicht zu sehr belastet wird. Als zweite Möglichkeit des Fahrradträgers zeige ich euch den Veloslide. Der ist natürlich super praktisch, wenn du beispielsweise ein E-Bike oder ein anderes hochwertiges Fahrrad hast. Das wird nämlich jetzt nicht an der Heckwand, sondern hier in der Heckgarage gelagert. Gut, der Veloslide, der befindet sich nämlich hier in der Heckgarage und den kann man hier einfach mit einem Knopfdruck direkt rausziehen. Das wird natürlich extrem guter Komfort, denn hier rastet er ein und dann kann man das schwere E-Bike direkt hier oben drauf machen. Da muss man nicht lästigerweise bei dem anderen Fahrradträger, der auf der Heckgarage ist, das E-Bike so weit nach oben machen, sondern man hat das direkt hier relativ weit unten und kann direkt ohne Probleme draufgepackt werden. Mit dem Veloslide kannst du bis zu 2 Rädern hier hinten in der Heckgarage lagern. Der Vorteil ist natürlich, weil eine Heckgarage ist, kann halt nicht so leicht einer das E-Bike einfach klauen und beispielsweise ist er auch super gut geschützt von irgendwelchem Unwetter, Regen, Wind oder sonstigem. Die Installation des Fahrrads auf dem Veloslide ist natürlich kinderleicht, genauso wie bei der ersten Variante. Man hat nämlich auch hier diese Schnalle, die man einfach lösen kann. Dann wird das Fahrrad bzw. das Rad des Fahrrads hier draufgestellt und dann wird die Schnalle einfach nochmal zugemacht. Zusätzlich wird dann da oben der Rahmen auch nochmal als weitere Befestigungsmöglichkeit genutzt. Hier kann man das auch nochmal fester zuschrauben, damit auch das E-Bike bzw. das andere Fahrrad, was halt eben besitzen, hier hinten in der Heckgarage super stabil ist, auch während der Fahrt. Wenn du jetzt beispielsweise ein Fahrrad hast, was ein bisschen größere Räder hat, das ist auch kein Problem. Man kann nämlich hier einfach das Teil, wo die Räder aufgesetzt werden, einfach ohne Probleme verschieben und kann dementsprechend der Reifengröße individuell angepasst werden. Das Reinfahren ist natürlich auch super leicht. Hier drückt man einfach nochmal den gleichen Knopf, dann kann man den hier einfach nochmal reinmachen. Und dann rastet er hier hinten in der Heckgarage ein. Der große Vorteil ist natürlich auch, er bleibt nicht in dieser Position stehen, es sei denn, es ist gewünscht. Man kann nämlich hier unten drunter nochmal Schrauben lösen und wenn man die löst, dann kann man den Veloslide komplett an die Wand bzw. auch an die andere Wand bzw. die Heckwand auch nochmal stellen. Variante Nummer 3 ist der ganz klassische Fahrradträger auf der Anhängerkupplung. Den sieht man ganz häufig auch bei Kastenwagen. Kann man aber natürlich auch beim Reisemobil machen, wenn dieser halt eben auch nochmal über eine Anhängerkupplung verfügt. Der funktioniert auch relativ simpel und relativ gleich wie auch alle anderen. Das Teil wird hier einmal hochgemacht und wird hier auch so festgeschraubt, damit er auch stabil ist. Zack, wird er einmal festgemacht. Dann kann man hier auch 2 bis maximal 4 Räder, je nach Modell, auch drauf machen. Das Prinzip ist genauso wie bei den anderen Modellen auch. Man hat hier einmal die Schnalle, die wird hier einmal aufgemacht. Dann kann man die Räder ganz simpel hier einfach auf den Fahrradträger draufstellen und kann dann im Anschluss auch nochmal das Rad hiermit auch nochmal befestigen, damit er auch während der Fahrt stabil ist. Genau das gleiche auch hier oben, also hier wird er auch nochmal befestigt, irgendwo am Fahrrad, wo es halt stabil ist. Dann kann man den dann auch hier ganz normal öffnen und kann dann auch das dann eben befestigen. Es gibt jetzt natürlich noch verschiedene Arten von Anhängerkupplungen. Hier bei dem Modell haben wir jetzt die feste Anhängerkupplung. Die ist natürlich super empfehlenswert, wenn du jetzt der Meinung bist, dass du die Anhängerkupplung auch wirklich öfters brauchst im Alltag. Der kleine Bruder davon ist die abnehmbare Anhängerkupplung. Die ist in der Regel ein bisschen teurer, weil man die halt eben logischerweise abnehmen kann und immer bei Bedarf kann man dort die anhängen oder halt eben nicht. Wenn du jetzt ein Reisemobil hast, was noch keine Anhängerkupplung besitzt, das ist natürlich auch kein Problem. Man kann sowohl beim Kastenwagen als auch hier bei so einem Reisemobil eine Anhängerkupplung ohne Probleme bei uns nachrüsten lassen.
Und zu guter Letzt die vierte Variante. Wenn du dich jetzt nicht für eine Anhängerkupplung entscheiden möchtest, dann gibt es hier für den Kastenwagen auch nochmal die Möglichkeit hier von einem Fahrradträger an der Hecktür vom Kastenwagen. Der wird hier ganz einfach in die Hecktür reingeklipst und ist eigentlich genauso wie der erste Fahrradträger eben nur für die Kastenwagen. Genau wie bei den anderen Fahrradträgern auch, hat man hier die klassische Schnalle. Hier wird auch nochmal runtergedrückt, kann die Schnalle aufmachen und dann wird das Rad genau hier eingesetzt und kann man dann auch hier nochmal mit dem Gurt verprüfen und nochmal festmachen, damit das Rad auch während der Fahrt auch super stabil ist. Genau das gleiche System aber auch nochmal hier vorne. Hier wird es auch nochmal zugedreht bzw. befestigt, damit auch das Rad während der Fahrt immer schön stabil ist. Und welcher Fahrradträger ist dein Favorit? Kontaktiere uns gerne und bei Bedarf können wir dich auch gerne beraten.